Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Und für alle, die das Einspülen der Bogenhaar als nervig empfinden oder immer überlegen müssen, wann los ich am Bogen behaaren, damit der Down für ein Konzert gut funktioniert, gibt's eine gute Lösung. Mehr davon wie immer nach dem Intro. Danke, Tobias. Das Problem ist jedem Streicher bekannt. Wenn er einen Bogen neu behaaren hat lassen, dann braucht es einmal eine Woche oder 10 Tage, bis der wirklich funktionieren anfängt. Hat damit zu tun, dass die Haare noch nicht richtig angeschliffen sind und vor allem dieses Dehnen und Zusammenziehen der Haare, das ja notwendig ist, damit der Bogen funktioniert, das kennen die Haare noch nicht, weil sie eben nicht konditioniert sind. Jetzt da sind Musiker dann so, dass sie überlegen, wann lasse ich die Behaarung machen, damit es für das Konzert schon gut funktioniert. Es gibt da, sagen wir mal, eine gute Möglichkeit, wie man das umgehen kann, dass ein Bogen sofort nach der Behaarung wirklich funktioniert. Also, die Voraussetzung ist ganz einfach, Bogen ist neu behaart und er ist kolophoniert. Ich hab das, damit ich mir das selber nicht einrede, dass das esoterisch wirkt, weil ich nur daran glaube. Natürlich mit Musiker ausprobiert. Das heißt, ich hab denen einen fertig behaarten Bogen kolophoniert in die Hand gedruckt und dann habe ich gesagt, und jetzt wart eine Viertelstunde oder 20 Minuten, hab das dann inzwischen in meine magische Maschine hineingegeben und dann dem Musiker wieder in die Hand gedruckt. Und das haben umgefallen, dass sie es nicht glauben haben können, dass das faktisch der gleiche Bogen ist. So viel macht das aus. Und jetzt werden sich einige meiner Kunden, die Bögen bei mir behaaren lassen, sozusagen denken, das ist der Grund, weil das draufgekommen sind, dass die Behaarungen gut funktionieren. Das habe ich x-mal gehört in einem Feedback. Und jetzt liefere ich das sozusagen das Warum dazu. Ja? Also, ich sag, das ist schon ein kleines Pete's Secret. Ja, klar, behaaren sollte man können, aber man tut sie dann relativ leicht. Und ich habe gesagt, weil ich merke jetzt schon, dass ihr ein bisschen neugierig werdet, ich habe gesagt, folgt mir einfach auf diesen magischen Arbeitsplatz. Also, 1, 2, 3, Zauberei! Erster Schritt, Bogen wird gespannt. Zweiter Schritt, Bogen wird eingespannt. Dritter Schritt, kommt ein Gewicht auf. Das braucht man, damit die Wirkung sozusagen schneller ist. Und das wird aufs Leder aufgesetzt. Da lässt sich vorne das Gewicht ganz gut einstellen, was man braucht dazu. Da vorne muss man wahrscheinlich schauen, dass es gut ausgeht, gell, von den Haaren her. Nein, das ist ja automatisch schon so. Ja. So, und dann tut man nichts mehr anderes wie das einschalten. So, das war die ganze Zauberei. Jetzt spannen wir das alles wieder aus und dann kommt es wieder mit runter zum anderen Platz. Dann erzählen wir ein bisschen was. Jetzt habt ihr gesehen, dass das rennt ungefähr eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Und jetzt sind einige Sachen passiert, die man nicht sieht, aber sofort gespürt und merkt. Also die Haare haben jetzt gelernt, dass sie sich dehnen und wieder zusammenziehen. Ja? Dann ist, falls das ist, irgendein Haar, das nicht in Ordnung ist es in der Maschine drinnen angerissen und reißt dann nicht beim Kunden. Das nächste, was noch passiert ist, ist das,
dass die Bogenstangen gelernt hat zu schwingen oder trainiert worden ist zu schwingen. Ja, das ist genau der Unterschied jetzt zu einem Carbonbogen. Aus Plastik ist das Blät das, was dazu lernt. Holz macht das. Ja. Genau das macht dann einen riesigen Unterschied aus. Und die Haare sind jetzt auf der Unterseite ganz leicht angeschliffen worden durch das Hin- und Herfahren. Das heißt, jetzt halt richtig gut das Kolophonium oben. Das heißt, der Bogen greift viel besser. Er hat dieses neue Rauschen nicht. Und er ist irrsinnig rund und viel im Ton. Ja? Greift viel schneller an bei sämtlichen Akkorde, bei allem. Das ist was man sich entweder selber bauen kann oder man bestellt es halt bei Alibaba, kostet $14,99. In Wirklichkeit war es das schon wieder fürs heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass dem einen oder anderen sozusagen ein Lamperl angeht und verstehen angefangen wird, man kann Sachen, wenn man es richtig durchdenkt, durchaus nutzen. Ja, am Anfang war es ja so, da habe ich das auch noch nicht mit so einem Motor gehabt, der das hin und her führt, sondern da habe ich irgendeinen so einen Mitarbeiter, der im elterlichen Betrieb mitgearbeitet hat, gehabt. Den habe ich zwar kaum gesehen und wenn auch nicht arbeiten. Jetzt bin ich draufgekommen, es gibt den Mitarbeiter, weil der hat jetzt einen Antrag auf einen Firmenwagen gestellt. Dann wird er da eingespannt. Ich will nicht frech sein, aber du stupst mich gerade mit dem Mikrofon deppert an. Soll ich nochmal anfangen? Schon zum dritten Mal, weil mein Bruder das nicht checkt. Ja? Ja, ist immer der Bub. Jetzt geben wir uns beim dritten Mal bitte genauso viel Mühe wie beim ersten Mal. Ja. Jetzt könntest du ein paar Mal Test sagen. Naja, ich weiß nicht, haut's hin? Nein, Test. Achso, Test. Nein, Test. klatschen wäre super. Klatschi. Super. Wenn das kein professioneller Klatscher war. Ah, das hat jeder gemerkt. Der kann das. Der weiß, wovon er klatscht. Geht? Sicher. Naja, wenn man einen Schluck an Kaffee. Natürlich. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Für alle, die das Thema des Einspielens der Bogenhaare ein bisschen nervig ist, grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Und das heutige Video behandelt das Thema, nein, ich fange wieder von vorne an. Super Intro. Brauchst du ein Dixo? Hast du eins? Ja. Nein, brauche ich nicht. Fixo. Aha. In der untersten Not. Herr Mörd, dürfte ich Sie um einen zweiten Take bitten? Du meinst einen Klatscher oder meinst, ich will nochmal aufhören? Nein, nur Take. Okay, das Klatschen ist nicht gut genug. Schauen wir mal ganz geschwind auf, wie es oben ausschaut, weil ich hätte gerne ein gescheites Mikrofon oben. Das wäre ein Hit. Wie meinst du, wie es oben ausschaut? Es ist zusammengeräumt. Wie immer. Bisschen Speiben, wieder bisschen Speiben.